Das hört man uns? Sieht man uns? Ich glaube, wir sind so ein bisschen rot, ne? Aber ja, egal. So, also erstmal Test, 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 Test. Könnt ihr uns sehen? Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, ob ihr uns sehen könnt. Das wäre schon mal ganz gut. Dann haben wir da schon mal eine absolute Sicherheit. Also YouTube sagt ja, aber man weiß ja nie. Also, wir haben ja der Erfahrung. Ne? Genau, wir wissen ja, was beim ersten Mal passiert ist. Und könnt ihr uns hören? Ne, das ist ja. Moin, hallo, da kommt Lucien, Bärbel, Marcel, wunderbar. Und wichtig ist, wie gesagt, ob ihr uns hören könnt. Wenn ihr uns hören könnt, das wäre schon mal total toll, weil dann macht es auch Sinn, dass wir reden. Wir gucken da immer auf die Kommentare. So, ich kann euch hören. Ja, das ist gut. Und wie hört sich's an? Wir hoffen natürlich besser als beim letzten Mal. Nö, was nö? Wie nö? Ton ist nicht perfekt. Ist nicht perfekt. Nicht perfekt. Was heißt nicht perfekt? Ist der zu leise? Also wir haben schon recht laut eingestellt. Ich kann hier noch mal ein bisschen anheben. So, wartet mal, den Lautstärke-Mixer öffnen. So, und zwar. Es kratzt. Es kratzt, dann sind wir zu laut. Das ist gut zu wissen. Dann reden wir einfach leiser. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach so ein bisschen leiser reden? Alles perfekt, algunos dicen. Aber es knistert etwas. Und wenn ich jetzt so leiser rede, dann sollte das vielleicht besser sein, ne? So, alles bestens. So, wunderbar. Na, das ist ja schon mal gut. Wir nehmen das mal so an. Also wir haben gewechselt auf unsere Mikrofone, wie ihr seht, weil es gab ja beim letzten Mal doch den einen oder anderen, der gesagt hat, dass es nicht so schön ist. Und wir haben auf die Kamera vom Computer gewechselt. Das heißt, wir sind im Querformat. Das Handy, wenn ihr das gerade so habt, einfach so halten. Dann füllt es auch den gesamten Monitor aus. So, wie viel Uhr habt ihr eigentlich so? Jetzt erstmal alle begrüßen. Hallo Bärbel, hallo Andrea, hallo Marcel, hallo René. Wen habe ich hier noch? Klaus, Sina. Hallo Sina. Hallo Siana, Victor. Bronco, Sven. Orange Trotter auch online. Cool. Victor und Carlo Carter. Hallo Carlo Carter. Also, genau, wir haben das eben verändert und ich denke, das sollte so auf jeden Fall viel, viel besser funktionieren, als es beim letzten Mal funktioniert hat. So, der Ton ist perfekt. Wenn im Fernseher der Ton in Ordnung ist, dann ist es gut. Live heißt ja immer, wir können den Ton nicht bearbeiten. In unseren Videos sind die Töne ja, da arbeiten wir mit dem Ton. Das heißt, wir können alles rausschneiden. Den Hahn zum Beispiel jetzt, wenn ein Flugzeug hier drüber fliegt, wenn Kinder schreien, das können wir alles wegmachen. Das heißt, das hört ihr nicht. Deswegen klingt es sauber auf euren Endgeräten. Aber jetzt haben wir natürlich volle Kanne raus hier. Und dann ist das so. Schöne Grüße nach Österreich zurück. Hallo Christian, hallo Alvin. Alvin ist online. Hallo Alvin. Wenn ihr nicht wisst, wer Alvin ist, es ist, glaube ich, Alvin Ginter. Ich glaube, das ist unser Alvin. Also falls ich jetzt was Falsches sage, Alvin, dann sei uns nicht böse. Wir kennen nur einen Alvin, denn das ist unser Freund aus Paraguay, bei dem wir waren und uns seine Farm angeguckt haben. Bronco sagt, schicken Hut hast du an. Ach ja, das ist übrigens... Und das bedeutet, wir sind in Peru. Genau, also wir sind legen wir jetzt los, es ist erst 18:01 Uhr. Lass uns mal wir warten mal noch 2-3 Minuten, ein bisschen Smalltalk, weil es ist ja immer 5 Minuten, so sollte man ja den Leuten geben, so damit wir dann noch alle gemeinsam online sein können. Steffen, diese viele Grüße aus dem Vogtland. Hallo Steffen. Oh, Claudio Salamin, ciao cari, un abbraccio dalla... Also Alvin war richtig, ihr kennt Alvin aus unseren Paraguay, so lebt man im Chaco bei den Mennoniten. Das war richtig cool, liebe Alvin. Alguien de Berlín también. Das ist schön. Also, Mr. Winnie, ich weiß nicht, wer Mr. Winnie 54 ist, aber du wirst das wissen. Liebe Grüße. Ja. Alguien conocido se esconde dietro nombres. Ja, das ist ja schon mal gut. Also, liebe Leute, dieser Live-Chat hier, der ist halt mal ein bisschen anders, aber ich denke, das ist besser als beim letzten Mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und von euch, ihr seid auch viel mehr diesmal online, deswegen hat es sich gelohnt zu warten. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und
Liebe Grüße an Kai. Wunderbar, wunderbar. Schön geträumt. Du wirst was? Gedaumen. Schön Gedäumen? Nein, gedaumt? Was ist denn schon gedaumt? Gedaumt? Ich daume immer. Ich daume den ganzen Tag. Also wenn ich nichts anderes zu tun habe, dann daume ich. So, also, wir können ja mal so langsam loslegen. Also, meine Lieben, wir sind in einem neuen. Ja, wir haben Bolivien hinter uns gelassen. Wir sind schon seit 1,5 Wochen. Und wo sind wir? In Peru. Und deshalb auch der schöne Hut. Das ist peruanischer Style. Und ich konnte in meinem ganzen Leben nie einen Hut tragen. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben in Argentinien Hüte ausprobiert. Wir haben überall Hüte ausprobiert. Und dann kommen wir nach Peru und dann gibt es das geile Ding. Und das passt auch farblich hier alles so. Und dann haben wir zugeschlagen. Und das ist hier sowas von nötig. Wir sind nahe dem Äquator, wir sind oft relativ hoch. Die Sonne knallt hier runter. Ihr seht ja auch in meinem Gesicht, ich habe gestern ein bisschen am Auto gearbeitet. Ich Du bin bist sehr rot. Wirklich? also es liegt nicht an der Kamera. Ich habe erst gedacht, es liegt an der Kamera, aber guck mal, der Unterschied. Das ist nicht die Kamera, das bin ich. Und Peru, klar, neues Abenteuer, neues Land. Was soll ich sagen? Das ist krass hier. Das ist alles voller Inka-Ruinen. Es ist alles anders. Also auf einmal also ihr müsst euch das so vorstellen, in Bolivien gab es keinen Sprit. Es war alles kompliziert. Und wir sind nur über die Grenze rüber in einem kleinen Ort in Kasami auf 4000 Meter, auf 4000 Meter. Und direkt nach der Grenze gibt es dann Diesel. So, also direkt danach geht alles. Direkt danach kann man zum Geldautomaten gehen, man kriegt den richtigen Kurs. Man kann überall tanken, es gibt keine Schlangen und es ist auch alles sonst weitaus unkomplizierter. Also wirklich nur über die Grenze rüber. Ja. Was ja ganz klar zeigt, dass es nicht an der Höhe oder so liegt, in der wir in Bolivien waren, sondern einfach am System. No toca la mesa, porque es liegt einfach am System. Und dementsprechend haben wir waren sehr offen, wir haben immer sofort ein Gespräch. Es war echt super cool. Seitdem wir in Peru sind, sind einige sehr nette Leute dabei, das möchte ich mal zuerst sagen. Also wir haben sehr viele nette Leute auch kennengelernt, aber es sind auch total viele Leute, die sind sowas von verschlossen. Also das ist so, als wie ein Preuße in einem bayerischen Dorf durch die Gegend rennt und Tag sagt und keiner grüßt, weil alle irgendwie denken, was ist das für ein Exot? Ja, also da hatten wir schon, das ist schon ein bisschen komisch und die fahren Auto wie die Bekloppten. Also wir haben sowas noch nie erlebt, nicht mal auf Sizilien. Die sind völlig irre. Also die überholen in nicht einsehbaren Kurven. In der Linkskurve auf der Landstraße überholen die 2 LKWs und es ist völlig klar, wenn da von vorne einer kommt, schaffen die das niemals auszuweichen. Die machen das einfach. Die knallen da einfach durch und wenn denn doch mal einer kommt, dann hupen halt alle und dann quetschen die sich zu dritt mit 80 km/h aneinander vorbei. Also das ist hier in Peru doch. Usan la bocina con una frecuencia impresionante, sí. Bep, bep. Stimmt, sie hupen ständig. Es ist also wirklich so durchgehend, also ohne Hupe. Und ich hatte recht, der Wechsel auf unsere Hornhupe war absolut richtig. Wir blasen die von der Straße runter und wir beteiligen uns an diesem Hupkonzert. Also vor jeder Straße, vor jeder Ecke, wenn ich überhole, etc. pp. Es sind noch mehr Leute online, ne? Ja, han venido muchísimo más. Mr. Vini Mr. Vini habe ich contesta que gesehen. ich bin ein großer Anhänger eurer Videos, für mich die absolute Besatin. Die besten. Danke. Und Bronco ist auch neu und Dry Creek Cactus Valley. Kommst du aus Amerika oder wo ist das? Oder ist es nur der Name? Auf jeden Fall hört sich das gut an. Da will ich auch hin. Genau, also das mal dazu. Das ist hier alles anders. Dann, was auch anders ist, es gibt richtig gutes Essen. Also Peru, also das habe ich das letzte Mal in Italien erlebt. Wir haben auf unserer ganzen Reise eher Probleme gehabt, guten Käse zu kaufen. Hier gibt es hier hergestellten Parmesankäse, der dem, ich sage jetzt was, wo Sie gräten mir jetzt an die Gurgel, aber der dem italienischen Parmesankäse in fast nichts nachsteht. Also, oder? Der ist wirklich gut, ne? Parecido. Ähnlich, Se sagt er. acerca. Also er ist nah dran. So, und es gibt hier ein Essen, und das ist Peru bekannt, das heißt Ceviche. Und Ceviche ist roher Fisch und das ist so
unglaublich, unglaublich lecker. Also, oder? Das ist Ja, il ceviche sì. und das kriegst du ja an jeder Straßenecke. Du fährst auf der Landstraße, dann kommt ein kleines Restaurant, das kann sogar dreckig, schäbig aussehen und dann steht draußen Ceviche dran und dann machen die dir frisch aus rohem Fisch, tuck, 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 geschnitten, Zitronensaft drüber, Zwiebeln, scharfes Zeug rein, eine gekochte Con Kartoffel una unten alga drüber, che tiene eine Alge rein, un genau. sapore impressionante. Alter, das ist so unglaublich lecker. Also wir sind schwer begeistert und, das Land ist wirklich cool. Und jetzt kommt 'n Spoiler. Wir haben hier das Krasseste gegessen, was wir je gegessen haben. Also, wer die Story mit der Pimmelsuppe mitgekriegt hat, also, ich glaube, wir toppen's. Und ich sage jetzt den Namen von hier. Wer es weiß, bitte nicht in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt schon mal gespannt sein. Wir haben Cui gegessen. Christine, hallo, Grüße nach Bayern. Karl-Hermann Tegge, Grüße. Ute von van der Berg, Grüße, Grüße, Grüße gehen raus. Schön, dass ihr da seid. So, also auf jeden Fall können wir Die sagen, Suppe war hart. die, Alguien dice que die Suppe sagst war du? hart. Du sagst, die Suppe war hart. Wir haben die Es gegessen. unbedingt. Also wir haben ja die Suppe in uns reingeschlürft und Creo que no es algo que voy otra vez a comer, o sea, no era una delicatessen. He also comido, pero sie sagt, sie wird's wahrscheinlich nicht noch mal essen, wie so 'ne Delikatesse. Aber ihr habt ja gesehen, wer die Suppe ausgelöffelt hat. Also, ihr müsst beh, euch das so vorstellen, du gehst in den Laden rein und es riecht schon in dem Laden nach, die Innerei von dem Tier und dann weißt du, du isst jetzt 'ne Suppe mit so 'm Ochsenpimmel. Das ist schon 'ne ganz schön harte Nummer. Also, das war schon shocking. Wer ist neu hier? K Berliner Ey, Jung Klaus Juncker, wie Klaus? Ach ja, Klaus Juncker. Ja, 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 Klaus Juncker, weiß ich, wer es ist. Ja, schöne Grüße. Wir haben ja grade miteinander geschrieben gehabt. Ähm, wer ist noch neu? Berliner Jung, liebe Grüße. Und Christine Falk ist online. Christine Falk, schön dich zu sehen. Wir haben ja ein ganz langes Gespräch miteinander gehabt. Ja, also auf jeden Fall, ist lecker, Mr. Vini. Mr. Winnie, das hast du gut geschrieben so. Jetzt weiß nämlich immer noch keiner, was Kui ist, aber ich weiß schon, dass es den Aufschrei geben wird, wenn das Video online geht. Da gibt's danach, sicherlich, einige von euch, die erst mal lange nichts mehr essen. So, gut, aber jetzt kommt, wie soll ich sagen? Also, genau, bevor wir zum Punkt kommen, noch mal zu der Einleitung. Wir hatten gestern 'nen Schraubertag. Ich habe gestern wirklich den ganzen Tag am Auto rumgemacht. Es, äh es hört ja nicht auf. Also, wir haben unsere alltäglichen Probleme. Es kommt wieder Öl aus dem Auto raus. Und da habe ich jetzt mal 'ne Frage an euch. Ihr seid genug online. Falls jemand online ist, der 'n Plan hat von Dieselmotoren. Wir hatten, in der Höhe keinen Ölaustritt aus dem Ölfüllstab. Das heißt, wir hatten keinen Blow-by. Ja, aber wenn Öl aus dem Ölfüllstab kommt und an der Seite raus, dann liegt es daran, dass man Blow-by hat, also sprich auf der Seite der Kolben Druck entweicht aus dem Motor, was darauf hinweist, dass der Motor eigentlich schon Schaden genommen hat und nicht mehr ganz in Ordnung ist. Jetzt war das aber in den Bergen nicht der Fall. Und als wir ins Tal gefahren sind, als wir dann runtergefahren sind, haben wir auf einmal wieder Blow-by gehabt. Wenn ihr also wisst, warum, also ob das an den Druckunterschieden liegt oder an der höheren Leistung der Einspritzung oder wie, eine E-Mail auf Kontakt eine Lösung finden. Also ich finde die Lösung nicht und wir haben immer noch Ölaustritt. Das habe ich gestern gemacht. Wir haben gestern noch einen ganzen anderen Haufen gemacht und dabei bin ich eben total verbrannt und deswegen sehe ich so aus. So, hallo Jan. Jan haben wir noch gar nicht begrüßt und Wahrheit macht frei. Genau so ist es, weil wer die Wahrheit kennt oder wer sich ein bisschen mehr informiert, ist auf jeden Fall auf der besseren Seite. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Veränderung auf diesem Kanal. Ihr habt ja gemerkt, wir sind sehr breit gefächert und, 'n YouTube-Kanal, der sehr breit aufgestellt ist, also sprich, wir haben mehrere Themen. Ja, Wir haben ganz klar das Reisethema, das ist das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, weil ihr seid an uns interessiert und deswegen seid ihr auch jetzt gerade hier in dem Live-Chat. Und, wir haben das zweite Thema, das ist Auswandern Südamerika. Das sind unsere erfolgreichsten Videos. Also, das sind die Videos, mit denen wir am meisten, Follower erreicht haben und auch die meiste Bandbreite. Unser erfolgreichstes Video hat derzeit 1.500.000 Aufrufe. Und das ist das Video aus Paraguay. Und das dritte Thema, das ist die Schrauberei am Auto. Es heißt aber, das haben wir alles in unseren Videos immer verpackt. Ihr mögt das, deswegen folgt ihr uns und das funktioniert auch gut. Aber oftmals ist es so, dass der YouTube-Logarithmus uns nicht weiß, wo er hinpacken soll. Was hast du denn entdeckt? Carola.
Hola Carola, Hallo Carola. la independencia. Schön. Qué bueno que estás aquí. Schön. Ne, also sprich, dieser Logarithmus, der weiß nicht, was wir machen. Ja, der sagt: „Seid ihr jetzt 'n Reisekanal? Seid ihr jetzt 'n Schrauberkanal? Seid ihr 'n Auswanderkanal?“ Das weiß der Logarithmus nicht. Und weil der das nicht weiß, ähm, ist es oftmals so, dass unsere Videos, obwohl wir 'n Auswandern-Video machen, in der Vanlife-Gruppe landet und die Vanlife-Gruppe sich überhaupt nicht für das Video interessiert, ja? Das heißt, unser Video wird nicht so ausgespielt und wir kommen nicht dahin, wo wir hinkommen wollen, weil wir den Logarithmus ständig verwirren mit unseren Themen. Und deswegen werden wir das in Zukunft aufteilen. Wir werden, es wird weiterhin unseren Reisekanal geben und weiterhin auch diesen Content auf dem Reisekanal. Aber wenn wir jetzt mal ein Video haben, was fast nur um Autoschrauben geht, dann werden wir dieses Autoschrauber-Video auf unserem MacGyver T3-Kanal, in die Richtung wird es gehen, veröffentlichen, weil das interessiert ja mehr Leute, die sich fürs Autoschrauben interessieren und vielleicht nicht die Leute, die gerne mit uns reisen und sehen, wie wir halt eben eine Pimmelsuppe essen. Beispiel. Ich weiß es nicht. Ja, zu gut. Und eben das Auswandern, wir können da sehr speziell eine Zielgruppe ansprechen, die wirklich sich dafür interessiert, auszuwandern. Und wenn wir dann mal auf den Putz hauen und, eben ganz klar sagen, warum wir auswandern, dann interessieren sich diese Leute auch dafür und sind nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe wie die Leute, die sich dafür interessieren, wie die Landschaft jetzt meinetwegen in der Puna-Wüste oder, in, Bolivien aussieht oder wie auch immer. So, und deswegen wird es in Zukunft 3 Kanäle geben. Die sind noch nicht fertig, das ist Zukunftsmusik. Wenn das soweit ist, machen wir ein Video dazu und dann sagen wir euch ganz genau, da ist der Kanal fürs Auswandern, da ist der Kanal fürs Schrauben und hier ist unser Reisekanal. Und, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf allen 3 Kanälen folgt oder wie auch immer. In Zukunft wird es auch weil wir müssen mal wieder, es kam so viel rein. Martin sagt, gute Idee, die Videos zu trennen. Ne? Denke ich auch, Martin. Christine, so ist genau, und du hast recht, Christine, genau, die KI ist eben immer verwirrt. Wenn du mit zu vielen Informationen reinkommst, dann verwirrt man die KI und dann funktioniert das eben nicht. Das ist eben einfach der Punkt. Deshalb werden wir in Zukunft, und wir merken ja gerade, der Zuspruch bei den Live-Videos, der ist groß. Ihr mögt es, was wir hier machen. Wir werden also in Zukunft pro Monat 3 Reisevideos machen. Die sind dafür ein bisschen länger, so wie wir jetzt auch schon in den letzten Videos gemacht haben, so um die 40 Minuten. Und dafür wird es aber eben nur 3 Stück davon geben und ein Live-Video. Ja, also, dass wir dann immer ein Live im Monat machen mit einem Direct-Update und einem direkten Update, damit ihr seht, wo sind wir gerade, wie geht's uns, könnt eure Fragen stellen, wir können ein bisschen miteinander quatschen. Wir sind euch einfach näher. Das wollen wir mit unserer Fangemeinde haben, die mit uns reist, dass wir einfach diesen Austausch haben. Und das haben wir in den Videos nicht, weil es so ein Monokanal ist, wo nur wir quatschen und ihr ja eigentlich überhaupt euch nicht einbringen könnt. So, und die anderen beiden Kanäle sind dann eben nebendran. Und wenn jemand sagt, boah, ich möchte nur diesen MacGyver-Kram sehen, wie man mit einem Kabelbinder aus dem Dschungel rauskommt, wie kann ich mit einem halben Motor fahren, wie funktioniert mein Auto zu starten, wenn alles nicht mehr kaputt ist, oder wenn ich keine Lichtmaschine habe, kann ich mit dem Generator mein Auto betreiben. Das sind alles Themen, die werden in dem MacGyver-Kanal kommen. Und ich denke, dass das so ganz cool ist. So. Quería saludar a Ralf aus Hannover. So, hier ist noch, Jan sagt auch, dass er das gut findet, dann bleibt das Reisen, Reisen, so genau darum soll es gehen. So, unsere Videos werden in Zukunft natürlich nichts kosten. Also, wir haben, wir haben bisher überhaupt nichts zum Bezahlen gemacht. Wenn wir was zum Bezahlen machen, dann ist es Extra-Content. Also, unsere Mitglieder zum Beispiel, die haben ja Extrafilme sozusagen. Also, das sind dann, 'n paar Grüße, die wir raussenden von bestimmten Orten. Man erfährt zuerst, wo man ist et cetera pp. Das ist ja 'n Vorteil, der hat aber nichts mit unseren Videos zu tun und den, bezahlt man. Und im Endeffekt bezahlt man, weil man uns unterstützen möchte, weil man da Lust drauf hat, ne? Das ist eben der Punkt. Und da muss ja jeder selber entscheiden, inwieweit er da, mitmachen möchte oder nicht mitmachen möchte. Aus Pregunta, dann gibt es 3 Videos in der Woche. Klaus, du. Also, okay, warte mal, ich hole die Pistole. Also, wir dürfen nicht gegen diesen Tisch treten, sonst bewegt sich die ganze Zeit. Also, ja, das war diesmal ich. Wir haben hier keine Erdbeben, das ist der Monitor vom Laptop, der so rumwackelt. Eigentlich schade, dass es in Zukunft drin ist.
Danke, Bärbel. Eure Reisekanal ist sehr spannend. Auswandern und Schrauben allerdings auch. Naja, ich sag mal so, ich gebe euch mal ein Beispiel. Die Sache, die letztes Mal in Bolivien passiert ist auf der Todesstraße, das Video bleibt so, wie es ist. Das wird so bleiben. Den Teil des Autos rausschneiden und diesen auf dem MacGyver-Kanal mit einer neuen Einleitung und ein bisschen länger. Ich hatte ja noch mehr Material, das ging ja viel länger, die Schrauberei, die wir in dem Reisevideo sozusagen reingepackt haben. Das heißt, das Reisevideo bleibt total gleich. Wir ändern an dem Video nichts. Aber damit es eben nicht so schrauberlastig wird, kommt dieser Part eben als neues Video, man sagt ja ein Remix sozusagen, wir schneiden den so ein bisschen neu, dass der wirklich nur für die Schrauber ist, auf dem Schrauberkanal. Und da ist dann der ganze Reisekram einfach nicht mit drin. Also jemand, der sich nur dafür interessiert, der muss ja vorher nicht sehen, wie wir 'ne Tütensuppe essen, ne? Das ist also insofern an dem Punkt nicht wichtig, ne? Und das sollten wir schon trennen. So, wen haben wir jetzt hier? Wer ist denn das hier? Monton, Schatz. Davi, Grüße. Liebe Grüße nach Brasilien. Ist ja geil. Daniel Neubert, liebe Grüße. Katharina Trell, liebe Grüße. Manfred, Andreas Schiller, liebe Grüße. Und Juppi natürlich auch liebe Grüße. Alex Berge pregunta que podemos empezar algo con Spanish. Oder? Ach echt, wegen uns hast du Spanisch lernen angefangen? Das ist ja richtig cool. Ja. Also ich habe Spanisch lernen in der Schule angefangen und so richtig Spanisch lernen angefangen habe ich, weil ich mich in sie verliebt habe. Unglaublich. Aber bad Spanish. Schlechtes No mezcla. okay, wir reden halt Reisespanisch. Mixe, Wir mixen alles. Welche Sprache gefällt Alessandra besser, Italienisch oder Spanisch? Verstehst du die Frage? ¿Cuál me encuentro mejor? Was ¿qué te gusta más? Also das Italienische ist ja dann doch näher, ist ihre Heimatsprache. Absolutamente. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Muchas palabras, concepto claro. Exaktamente. Aber ganz ehrlich, für jemanden, der da nicht drin ist in dem Italienischen, Puzzo, Cazzo, Pizzo, Pazzo. Also ist nicht unkompliziert. Ich grüße aus Steinhude, Mr. Mikrio. Schön, hallo, schön willkommen. Schön, dass du da bist. Bitte meldet ihr euch, wenn ihr wieder in Brasilien seid. Schreibt uns mal solche Sachen, wenn ihr uns einladen wollt, auf Kontakt, auf Englisch, contact@roadhousebus. Das ist immer unter unseren Videos drunter. Und da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und wenn jemand jetzt auf der Strecke, wir fahren ja jetzt, ich sag da gleich mal was unsere nächsten Orte zu sind, ist und dort ein schönes Projekt hat, sind wir natürlich immer für offen. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Ihr wisst ja, Mali, na komm mal her, willst du rein ins Auto? Na komm, ich muss bei den Hund rein. Komm mal her, hier, los, hopp. Na komm, denn nicht. Gut, also, ihr wisst ja, dass wir Leute sind, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und die durchgehend neue Dinge suchen und wie soll ich sagen, also einfach neugierig sind. Wir sind sehr, sehr, sehr schweineneugierig. So, und wenn man so mit offenen Augen hier in Südamerika durch die Welt geht, dann findet man an jeder Ecke absolut wunderschöne Schätze. Ja, es ist kaum, also ich kann es gar nicht auf den Punkt bringen, was wir hier, also hier zum Beispiel, ja. Dafür muss man aber abseits der großen Märkte gehen. Das findet man jetzt nicht in einem Kaufhaus oder in einem Einkaufszentrum, wie wir das kennen, oder auch auf einem großen Markt. Es gibt ja diese riesigen Märkte in Südamerika, in La Paz zum Beispiel, haben wir euch ja auch gezeigt. Dort findet man diese Schätze nicht, sondern diese Schätze findet man abseits. Beispiel, zum Beispiel der Hut. Ich habe mir einen Alpaka-Pulli gekauft zum Hut. Ja? Und solche Sachen, die sind halt einfach, ja, muss man einfach seine Augen aufhalten und dann findet man Leute, die sowas machen. Oftmals sogar handgemacht. Wir haben in Bolivien, also es ist unglaublich, was wir dort entdeckt haben. Zeig mal die Decke hier. Hier zum Beispiel. Guckt euch das mal an. Ja, das ist typisch bolivianisch und da drin tragen die ihre Babys. Ja, das ist ein Stoff, ja, der ist richtig fest. Und darin binden die ihre Kinder ein, das machen die zum Rucksack, etc. pp. Und diese Sachen, die finden wir ständig. Oder erst das hier, guck mal hier, zeig mal. Ja, also. Zeig mal das hier in die Kamera. Könnt ihr das sehen? Komm ein bisschen näher hier. Da. Ja, da. So. Und
das haben wir auf dem Boden gefunden. Wir sind durch Arequipa gelaufen in Peru und ich gucke so auf den Boden und dann sehe ich auf einmal Sachen also Formen von, Hans Rudolf Giger. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber, Giger ist der Designer, der Alien entworfen hat. Also diese Alien von diesen Alien-Filmen, also diese Biomechanik. Das hier ist Giger, ja? Also diese Art und Weise ist Giga. So. Und wir haben das auf dem Boden gesehen und da ist ein Typ, der stellt diese Sachen mit einem Hammer aus Kupfer her. Ja, also völlig irre, ja. Und die sind wunderschön. Und, na ja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht und, das ist jetzt auch der Hauptgrund für diesen Live hier. Diese Sachen, die müssen einfach nach Deutschland, ja. Das sind einfach wunderschöne Dinge. Und wir werden, eines machen. Wir machen jetzt 2 Wochen lang Pause. Es wird jetzt 2 Wochen lang keine Videos von uns geben, deswegen sind wir jetzt hier mit euch. Ja, wir nehmen uns auch, noch lange Zeit. Also, wenn ihr Fragen habt, also wie gesagt, wir machen hier Open End. Dann, in diesen 2 Wochen möchten wir eine Webseite erstellen. Wir haben jetzt schon 'n Artikel nach Deutschland geschickt. Meine Familie, also zu meiner Mama und meiner Schwester. Ich habe ja 2 Schwestern und, wir wohnen draußen in Brandenburg auf dem Land und da ist genug Platz. Und, die werden diese Artikel für euch versenden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ja, auf Hüte, ähm, Decken, Schmuck oder wie auch immer, dann wird es irgendwann in 2 Wochen ein Video geben. Da werden wir das euch noch mal ganz genau erklären und, dann geht diese Webseite online. Und das ist absolut, neben unseren Videos. Das hat mit unseren Videos nichts zu tun. Das ist aber einfach diese Schönheiten, die wir hier finden, diese Verbindung, handgemachtes Zeug, was dein ganzes Leben lang hält. Hier, geht es so? Ja, genau, hier, Ledergürtel. Das hält das ganze Leben lang. Das geht nie kaputt. So, und das finden wir einfach nachhaltig, das finden wir gut, das finden wir so soll es ja eigentlich sein. Ja, so da muss man diesen Blödsinn von H&M nicht kaufen. Und, dementsprechend brauchen wir jetzt einfach 2 Wochen Zeit. Wir machen alles alleine. Wir machen die Webseite alleine, wir machen den Einkauf alleine, wir machen den Import alleine, wir machen das Design alleine, wir machen die Produkte alleine, wir machen alles. Wir Por esto perdiste peso, que genau, estás un poco ihr habt schon gesehen, ich bin deshalb dünner geworden, ja, Tag und Nacht. Das ist so geil. vacaciones. Genau, wir brauchen Pause. Ne, Blödsinn. Aber deswegen machen wir, nach diesem Live hier 2 Wochen Pause. Um einfach, dieses Projekt anzustoßen und uns da mit voller Kraft drauf zu konzentrieren und damit es eben dann in Zukunft tolle Artikel von Straßenmärkten aus Südamerika für euch in Deutschland gibt. So, das ist unser neues Projekt. Steffi sagt, coole Idee. Carlo, gefällt dein Pulli, creo. Der Schön. Pulli mit den Alpakas wäre toll. Genau, und genau darum geht's. Oder hier auch die Decke. Guck mal, Carlo sagt auch, die Decke ist cool, Ah Carlo ja. Carter. Also, genau, das ist so die Idee und das ist auch das, was wir seit Monaten im Kopf haben und ihr glaubt's nicht, wir haben, das seit wirklich hier in dieser Gegend gibt es diese Sachen, die so einzigartig sind, dass es damit Sinn macht. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, irgendwas nach Deutschland zu transportieren, was ihr dort schon längst kaufen könnt oder was man, bei, wie heißt es heute, Temu für 'n Appel und 'n Ei hinterhergeschmissen kriegt, und was dann China-Ware ist und einfach, naja, für 'n Arsch. Müll. Müll kaufen für wenig Geld und schnell wegschmeißen, da haben wir eben einfach keinen Bock drauf. Genau, das ist unser neues Projekt. Denn, ja, was sagt man Liebe dazu? Grüße nach Philadelphia. Obra Service nos escribe da Philadelphia. Ah, schön, die Philadelphia. Es war übrigens eine sehr schöne Zeit in Philadelphia. Ich kann es nur sagen, falls ihr mal in Paraguay seid, geht unbedingt nach Philadelphia in die Kolonie der Mennoniten. Das ist, was die da aufgebaut haben, das ist einzigartig. Das sieht aus wie Flensburg. Das ist sowas von ordentlich, der ordentlichste Ort, den wir in ganz Südamerika entdeckt haben. Und das mitten im Chaco, mitten im Nirgendwo, ne? Also, schon richtig beeindruckend. Paula, diese tolle Artikel, Handmade ist immer noch das Beste. Genau, so sehen wir das nämlich auch. Also nur die Sachen, die irgendwie vernünftig mit Materialien also vernünftige Naturmaterialien sind. Das ist ja auch das, was uns eigentlich Spaß macht. Was macht Sinn, sich eben diesen ganzen Synthetikkram zu kaufen und naja, da halt haben wir Grüße hoch nach Costa Rica. Wir kommen Wir kommen! langsam, aber wir kommen. Wir sind langsam auf dem Weg nach Costa Rica. Wir sehen uns in 2 Jahren. Ja, wir sind ja so langsam, ne? Aber jetzt, wir müssen ab. Ja, genau, stimmt. Alessandra hat ja recht, so langsam ist nicht mehr, weil, wir müssen ja jetzt immer an diese Visa denken. Also wir hatten in Bolivien nur 3 Monate, wir mussten raus. Jetzt sind wir in Peru, wir haben ab jetzt noch, 2 Monate und 'n paar zerquetschte Wochen.
Das heißt, wir müssen immer uns an diese Visa halten. Und da kommt ja noch einiges auf uns zu. Ich meine, wir haben ja hier einiges geplant in Peru und das Land bietet so viel. Das ist ja viel, viel größer als Bolivien. Das kommt ja noch dazu. Im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland ist ein Zwerg dagegen. Ja, also von den Fahrstrecken, die wir hier zurücklegen müssen, das ist schon unglaublich. Hola, Karl Wolfgang aus Thailand. Ach, Él siempre comenta nuestros videos. wunderbar, Grüße nach Thailand. Dass du dir die Zeit mitten in der Nacht nimmst, ich bin stolz auf dich. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Spoiler. Ja, es geht ja weiter mit den Neuigkeiten hier mit uns. So, und zwar Peru. Wir hatten keinen einfachen Start. Also das erste Peru-Video, was jetzt kommen wird, das kann ich euch schon mal sagen. Man hat uns verarscht, abgezockt und ich bin vom Auto angefahren worden. Ja. Ich bin wirklich vom Auto angefahren worden. Alles noch heil. Ja. Aber ich hatte wirklich für eine Woche, ne? Eine Woche oder länger. Una semana oder más tenía el abrazo azul? Una semanita, sí, Also se eine Woche completa. war der gesamte, also wie ein Muskelabriss fast schon. Ja, das hat mir den Muskel unten gequetscht. Der hat mich echt eingequetscht zwischen meiner, also ich sage jetzt einfach mal nicht zu viel, aber ich bin vom Auto angefahren worden und ich hatte eine Woche einen blauen Arm. Und es war also schon ein schräger Start, kann man sagen, in Peru. Und wir sind jetzt in der Nähe vom Meer. Einfach, ihr seht ja, also es ist gutes Wetter, es ist warm, wir sind nicht mehr in den Bergen. Und unsere nächsten Ziele sind ganz klar Cusco. Cusco, wer es nicht, das ist die Hauptstadt der Inkas. Das ist hoch oben wieder an den Anden. Da fahren wir jetzt als nächstes hin. Wir wollen die Landschaft dort oben sehen. Es gibt dort Rainbow Mountains zum Beispiel. Ne? Also es sind Berge, die aussehen wie Regenbogen. Das wird sicherlich ein absolut geiles Erlebnis. Wir wollen nach Lima, in die Hauptstadt. Wir haben dort auch Straßenmärkte im Visier. Es soll die Stadt sein mit dem besten Streetfood in ganz Südamerika. Das ist was für uns, das ist was für euch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Dann, jetzt kommt das ist ja das, was wir nicht. Dann wollen wir irgendwann nach Iquitos. Das ist im Regenwald, also wirklich im Amazonas-Regenwald. Und da kann man nicht mit dem Auto hinfahren. Das wird ein mega Abenteuer. Das wird eine richtige, ich sage, wir nennen sie, deswegen habe ich mir auch den Hut gekauft. Wir sind bereit für unsere erste Regenwald-Safari, kann man sagen. Und wir müssen 5 Tage mit einem Boot, also mit so einem ganz schmalen Boot, da sitzt er echt nur drinnen, also hintereinander, und dann mit einem Megamotor. Und dann gurken die mit diesem Teil 5 Tage lang bis in den Urwald. Da fährt auch keine Straße hin, da kannst du mit dem Auto nicht hinfahren und den Bus müssen wir irgendwo lassen. Und das wird sicherlich richtig fett. Affen, Krokodile, wir hoffen, dass wir rosa Delfine haben. Es gibt also wirklich da ganz, ganz viele Sachen zu sehen. Das wird, denke ich, ein ganz tolles Video. Und was wir auch machen wollen, und das noch vorher, vor Iquitos, hatte ich fast vergessen. Wir sind eingeladen zu Deutschen. Es gibt eine deutsche Kolonie hier in Peru und das wollen wir verfilmen für unsere schon wieder ein Erdbeben. Und das wollen wir verfilmen für unsere Auswanderserie. Wie leben die hier? Wie haben die? Es gibt wohl Fachwerkhäuser. Also die Häuser sehen wirklich so aus wie bei uns in Deutschland. Also das wird wirklich ganz interessant. Da sind wir schon eingeladen. Wir sind also schon bereit und das wird nach Lima kommen und dann geht es nach Iquitos. Also, wenn ihr auf der Strecke Ideen habt, Entschuldigung, ich muss was trinken. Zu viel geredet. C'è una persona che fragt, was macht ihr mit dem Hund, wenn ihr in den Urwald geht? In Peru ist ein Also, bisschen diferente. genau. Also in Peru, also willst du sagen? En español puedo decirlo. Ich kann es ja übersetzen. No hay mucha regula como están en Europa, por ejemplo. Los perros aquí en Perú pueden irse más o menos en cualquier lugar. Ahora no sabemos sobre los parques nacionales porque hasta ahora no estuvimos, pero en general estuvimos aquí a visitar Acueducto y otros lugares. El perro puede entrar. Genau, Y also, también al barco, también cuando es un viaje de 3 días, puede salir el perro. genau, No also, lo sé cómo va a ser. nochmal für Vamos a alle, die ver. kein Spanisch sprechen.
Hier ist es sehr locker mit den Hunden. Also wir konnten die bis jetzt überall mit hinnehmen, sei es in die archäologischen Ausgrabungsstätten. Ihr habt es ja gesehen, als wir auch in Bolivien waren, die lag da unter dem heiligen Tisch der Inkas drunter. Ich habe erst gedacht, als sie sich da hingelegt hat, oh mein Gott, der legt sich unter den Tisch. Aber das ist hier egal, das ist völlig okay für die Leute. Und wie soll ich das sagen? Insofern können wir den Hund einfach mitnehmen. So. Und wenn wir den Hund mit in den Urwald nehmen, natürlich, dieses Boot muss ja anhalten, damit auch wir unser Geschäft erledigen können. Mann, jetzt haue ich immer, wenn ich gegen den Tisch gegenhaue, gibt es hier Erdbeben. Also, wir können den Hund mitnehmen und wir müssen ja auch anhalten, damit wir unser Geschäft erledigen können. Das heißt also, immer dann kann der Hund auch Gassi gehen. Mali ist mittlerweile 12 Jahre alt. Wenn wir auf Booten sind, legt die sich auf den Boden, guckt raus und das war's dann für sie. Also die ist dann nicht so, die kommt mit. Das wird sicherlich lustig. Die ist geimpft, muss sie ja, wenn sie hier ist, Tollwut geimpft, sonst dürfen wir sie nicht mitnehmen in den Regenwald. Und dann kommt die einfach mit. Also die wird bestimmt interessiert sein an so Affen. Ne, Mali? Das wird gut mit den Affen, ne? Ja, das findet die super. So, also die kommt mit. Scusa, leggiamo un momento, vamos a leer un poco che scrive Genau, alguien. wir müssen mal ein bisschen M antworten scrive auf in euch. italiano: "Ciao a tutti, pensate che il Paraguay sia migliore dell'Italia o della Germania?" Boah, dipende. Dipende che cosa si cerca. Se si cercano paesaggi, montagne, storia, cultura, probabilmente il Paraguay non è il luogo ideale, però se si cerca insomma la libertà, costruirsi una casa, stare in pace, costruire un'impresa, un negozio, sicuramente è un buon paese dove stare, Definitiv. dipende. Jetzt haben wir noch liebe Grüße aus Bulgarien von Frank und Silvia. Wir grüßen zurück. Aspetta che vi mi pregunta dónde está mi gorda. Ja, Veni will die Gora sehen. Hier, todo portada de mano en este bus. So werdet ihr euch in Südamerika dauerhaft niederlassen. Also, Hier. also ich würde mich, wenn es danach geht, sofort in Südamerika dauerhaft niederlassen, weil einfach das Leben hier, ich finde, viel einfacher ist. Also natürlich haben wir nicht so viel Luxus, aber ich gebe euch jetzt mal das beste Beispiel, das mir gestern in den Kopf kommt, das wollte ich euch unbedingt sagen. Geiler Hut. Also jetzt kommt der Knaller. So, Wahlfreiheit bedeutet Stress. Denkt mal drüber nach. Die ewige Verfügbarkeit von allem bedeutet ja, was essen wir heute? Allein die Frage, was essen wir heute, hatten wir in Bolivien fast nie. Das heißt, man fährt in Bolivien Auto, man sagt Hunger. Dann guckt man an den Straßenrand, was gibt es dort? Essen. Was ist es für Essen? Egal, Essen. Ja, so. Und dann isst man. Das heißt, die ganze Frage, was ich esse, wo ich esse, heute vegan, heute Hamburger, doch lieber chinesisch, das ist ja Stress. Also das, ich bin ganz froh, wenn das alles ein bisschen einfacher ist. Wenn es nach mir ginge, würde ich mich hier niederlassen. Ja. Sofort. So, was haben wir noch? Alguien nos saluda, Martin de Brasil. Hola, hola, opa, opa, opa. Opa, Opa, Opa. No sé qué se dice en todo el Brasil, pero bueno. Grüße Brasilien, wunderbar. Nice Soy pronunciation. Dani. Habla español. Mira, dice, gracias por la traducción. Yo hablo español, doble idioma, doble complicación. Dani, du hattest uns, glaube ich, auch geschrieben in einem Kommentar, ich habe das gesehen, nochmal ganz klargestellt. Man kann die Subtitels automatisch erstellen lassen, was aber dazu führt, dass ganz große Komplikationen auftreten, weil der Text zu 80% nur identisch ist und 20% abweichen. Und wir hatten zeitweilig Abweicher drin, die den Kontext komplett verändert haben. Das heißt, alle Subtitels, die ihr seht, also wenn unten reingeschrieben ist ins Video, wenn Alessandra spricht oder irgendjemand mit uns spricht in Spanisch, die schreiben wir per Hand. Nur dann wissen wir, dass das ist, was wir wirklich gehört haben oder gesagt wurde. Sonst ist es einfach nicht original. Ja, sonst ist es nicht richtig. Und deswegen, ja, zwei Sprachen ist mehr Arbeit. Na, das kann ich schon mal so sagen, wie es ist. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, den wir nicht hier in Peru machen werden. Wir werden nicht nach Machu Picchu gehen. Machu Picchu kann man auf Hunderttausenden von Kanälen sehen. Es ist viel zu touristisch, es ist viel zu kommerziell. Also man muss, um das zu machen, man muss dort vorher Tickets reservieren. Dann muss man mit einer Bahn dorthin fahren.
bis man dann das Vorticket kaufen kann. Dann muss man wieder warten mit seiner Nummer, bis man dann das Hauptticket kaufen kann. Und wenn man das alles erledigt hat, hat man dann nach 3 Tagen vielleicht die Chance, nach Machu Picchu reinzulatschen mit weiteren 10.000 Touristen. Und ja, haben wir einfach keinen Bock drauf. Wir werden euch aber dafür Alternativen aufzeigen, weil es gibt in diesem Land mehrere heilige Inka-Stätten, die genauso groß sind, die nur noch nicht so freigelegt und erschlossen sind, aber die genauso groß sind, die genauso beeindruckend sind. Und wir werden euch diese Alternativen aufzeigen. Es gibt ein Beispiel, das kann ich schon mal ansprechen. Das wird es dann auch geben, wenn wir Richtung Cusco fahren. Also sprich, das wird jetzt passieren in den nächsten Tagen. Da gibt es eine Ruine auf dem Weg nach Cusco, eine Inka-Ruine, die genauso schön auf dem Berg gebaut ist, die genauso beeindruckend ist und die man einfach sehr, sehr leicht erreichen kann, auch wenn man nicht also wir sind fit zu Fuß, aber zum Beispiel Machu Picchu sollte man schon relativ fit zu Fuß sein und die anderen Alternativen, die es gibt, da wandert man 4 Tage hin, bis man da ist. Ja? Das heißt also, die sind alle schwer erreichbar. Und wir werden euch zeigen, also diese alternativen Machu Picchus. Wir wollen euch auf unserem Kanal Neuigkeiten zeigen, was Besonderes zeigen. Wir wollen euch einfach einen Mehrwert bieten und nicht das, was man schon 100.000 Mal gesehen hat. Und wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, übrigens das mal dazu gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, man kann bei uns eine Kanalmitgliedschaft machen und die hilft uns beiden sehr und gleichzeitig Vorteil, dass ihr halt einfach alles zuerst erfahrt, es erster Hand erfahrt. Wir machen da, ich habe es ja schon vorhin gesagt, so also ich mache so Morgengrüße, so, dass wir einfach zeigen, an welchen Orten wir sind. Es gibt sogar die höchste Stufe unserer Mitgliedschaft. Da könnt ihr dann sogar sehen, da haben wir einen Chat, einen WhatsApp-Chat und da teilen wir die Standorte, an denen wir waren. Das heißt also, wenn wir einen tollen Ort gefunden haben, einen coolen, wo wir jetzt auch gerade sind, ein mega geiler Space, dann teilen wir das in diesem Chat und dann habt ihr die Möglichkeit, falls ihr mal in Südamerika seid oder wer sich wirklich für Südamerika-Reisen interessiert, diese Orte eben doll eine Platte zu machen. So, deswegen Kanalmitgliedschaft einfach unten, ne? Und wenn nicht, und liken und Glocke und diesen ganzen, ihr wisst ja so, da oben und diesen ganzen Scheiß. Also, genau. Grüße aus Redeberg, Genug Thomas. gelabert. Hi, hey Björn, hast du abgenommen? Kisnichka. Das ist es, was Alessandra meinte. Die ist ganze Arbeit, die hat mich jetzt so schlank wieder gemacht. Ich bin wieder richtig fit. Ne? Ich bin gut im Futter, ne? Ja, ich habe nicht mehr so ein Schwabbel. Nee, ich habe abgenommen, ja. Aber wir essen auch weniger und wir essen besser. Also seit Bolivien, also vielleicht mal drüber nachdenken für alle. Ab dem Grenzübertritt nach Bolivien gab es keine Zusatzstoffe mehr. Ja, es wurde immer frisch gekocht, wie bei Muttern. Es war nur drin Salz, Pfeffer, Reis, Salat, Fleisch, was halt da drin war. Aber eben keinerlei Zusatzstoffe, keine Additive, kein Convenience, den ganzen Kram nicht. Also den ganzen Blödsinn, den man in seinem kommerziellen Leben ja drin hat. Chips, Schokolade etc. pp. Kann man alles in Bolivien nicht kaufen. Ist alles entweder völliger Schrott, weil es billiger Schrott ist und den kaufen wir nicht. Und gute Schokolade kann man kaufen, aber dann kaufen wir halt richtige Schokolade. Sind 100%, 70%. In Zucker haben wir das gekauft. Und dann schmeckt das auch, aber sonst haben wir einfach unsere Ernährung auch umgestellt, weil hier gibt es einfach besseres Essen. Ne? Ja, ich bin dünner geworden. Steffi creo que se ha hecho Sprit- und Bierumlage. ¿No? Ah, danke! Steffi. Dankeschön. Danke, Steffi, freue ich mich. Genau, wir sehen übrigens gerade, wenn jemand eine Mitgliedschaft macht, sehen wir das. Wusste ich gar nicht. Neu, auch wir lernen dazu. Auch wir lernen dazu. Cosas son nuevas en ese tema. Du siehst besser aus. Ja, das höre ich doch gerne, sagt sie auch. Seitdem behandelt sie mich auch. Ja, das ist dazu. Genau, und dann, jetzt, Leute, passt mal auf, wir sind bei 43 Minuten, aber das geht hier noch weiter. Wer Lust hat, geht jetzt zum Kühlschrank und holt ein kaltes Bier raus. Wir machen das Gleiche. Es ist der Moment. Wir haben nämlich auch noch was zu feiern. Ja, hol mal Bier aus dem Kühlschrank, bitte. Genau, ihr habt 30 Sekunden zum Kühlschrank zu rennen und Bier zu holen. Cusqueña. Cusqueña ist peruanisches Bier und sogar Weizenbier, wohl bemerkt. Ja. So, ich fange schon mal an mit dem Tusch. Das darf ja gar nicht machen, das ist ja Star Wars. Das darf man ja gar nicht machen. Achso, wenn man singt, merkt der Logarithmus das jetzt glücklich. Nee, denn Bier weg.
Keine Party mehr. Das ist Embrassada. Nix schwanger, nix schwanger. So, Auch leider so Wasser da. Wasser auch Egal. okay, ist okay, wir können damit leben. So, meine Lieben, also, wir müssen vorfeiern. Wir feiern jetzt vor, ja? Ihr seid sozusagen die Ersten, mit denen wir jetzt feiern, weil Controllo qual è il numero genau, esatto. kontrollier mal die Nummer. Controllo. Weil wir kommen jetzt heute oder morgen, ja, werden wir Siamo a die 20.000 überschreiten. Wir sind bei 19.950 lieben, netten, tollen, super geilen Menschen, die uns folgen. Und wir werden die 20.000 in den nächsten Stunden überschreiten. Das heißt also, jeder, der dieses Video hier später sieht, der ist denn schon bei den 20.000. Ihr feiert mit uns als erstes und deswegen machen wir jetzt Vanillemilch, auch gut. Vanillemilch ist Cuando super. Wer puedes Vanillemilch auch. mag, ich liebe eigentlich Vanillemilch, aber hier kannst du das nicht trinken. Ne? Das war in Deutschland, war das früher so lecker. Ich habe auch, also könnt ihr euch noch daran erinnern, jetzt muss ich noch vorm Prosten, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es früher in der Schule für alle Kinder immer eine Milchpackung gab? Also als ich bin jetzt 48 und es gab immer jede Pause, jede große Pause, mussten wir anstehen und dann konntest du aussuchen, Kakaomilch oder normale Milch. Und war immer auch Vollmilch, also nicht Halbfette oder sonst was. Ja? Und das war völlig normal. Ja? Und da gab es eben auch ab und zu geile Vanillemilch. So, So, questo è mio. so. Wir trinken auf Prost, gute Freunde, Dankeschön. auf euch, Auf euch, genau, auf dich. auf uns, ja, auf den Kanal, auf alle lieben, netten Menschen, die mit uns gemeinsam, Kaffee ist auch gut, alle lieben, netten Menschen, die mit uns gemeinsam diese Reise hier beschreiten. Und wir sagen Danke. Prost. Warte, ich Prost. mache jetzt ganz vorsichtig. Prost. Caffè before dinner, antes de la cena. Esto suena un poco italiano, no? Genau, es ist, wenn man am Abend um 18:45 Glaubst- Kaffee trinkt, dann ist das sehr italienisch. Prost, meine Lieben. Wir trinken auch jetzt nur mit euch, weil bei euch so spät ist. Christian Mayer, Prost, Bronco. Prost, Prost, Prost. Es ist wunderschön und es ist, wie gesagt, euer Verdienst, dass wir heute noch hier sind. Hätten wir nicht so viele Leute, die uns wirklich folgen, die uns unterstützen, die uns bei PayPal unterstützen, die uns immer irgendwie, die uns auch mit lieben Kommentaren unterstützen. Ja, das ist ja, wenn wir nicht, manchmal haben wir, also ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben dieses Video mit dem Indianer-Catchen gemacht, ja, wo die Frauen Catchen gemacht haben und es war überhaupt nicht erfolgreich. Also falls ihr das nicht gesehen habt, Frauen-Catchen in La Paz unbedingt angucken, denn waren wir echt traurig. Wir haben echt gedacht, wieso ist dieses Video so schlecht? Warum performt es so unglaublich schlecht? Bis heute ist es schlecht. Ja? Und dann lesen wir aber eure Kommentare darunter. Und das ist dann der Augenblick, wo wir wieder Kraft schöpfen, wo wir wieder bereit sind für das nächste Projekt. Und ja, wo wir dann einfach wieder so weit sind, dass wir nach einer Durststrecke auch wieder ein geiles Video machen können, was dann auch wieder erfolgreich wird. Und das ist euer Verdienst. Und dafür danke. Danke, Danke, danke. danke, danke. Salut. Pregunta, hattest du da noch Flaschen oder schon die kleinen Dreieckigen? Dreieckigen? Was ist Was ist No Frank? sé, digital. Wo ist Frank? Hier. Hattest du schon? Dreieckigen. Jetzt wegen der Milch. Ich weiß. Nein, wir hatten noch kleine Tetrapacks, ja, am Anfang. Da war noch nichts in der Flasche, sondern wir hatten kleine Tetrapacks. Und das ist eben, ich fand es so schön heutzutage. Ich weiß nicht warum, Milch ist jetzt was Schlechtes. Also hier zum Beispiel steht immer noch auf jeder Milchpackung drauf, dass jedes Kind am Tag 3 Gläser Milch trinken soll. Steht auf jeder Milchpackung drauf, trinke 3, nicht Kind, trinke, jeder, Erwachsene auch. Trinke Milch am Tag, das sei gesund. Steht auf jeder Milchpackung drauf. Bei uns ist ungesund, hier ist sie nicht ungesund. Warum? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Grüße zurück nach Andrea und Mirko aus Meizendorf. Amira, Prost aus Gomera. Juhu! Gomera. Maravillosa Isla. Wir waren zusammen auf Gomera, hatten wir nicht unseren ersten Trip auf Gomera oder war El Hierro unser erster Trip? El Hierro, ne? Genau, also wir haben uns ja auf dem Kanal kennengelernt und unser erster Trip gemeinsam mit diesem Bus
ja, war auf die kleine Insel El Hierro und der zweite Trip war auf die nach Gomera, da haben wir 'n Freund besucht, den Thomas. Und dort, haben wir auch waren wir auch im Valle Gran Rey und haben eigentlich, ja doch, die Insel sehr genossen. Also, ich muss sagen, Gomera, Hammer, Ja. Hammer, hammergeil. Timebreaker, pregunta Alexander, woher hast du so gut Spanisch gelernt als Italienerin? Genauso in die Canary Island, Genau, auf den a las Kanarischen Islas Inseln. Wir Canarias. haben uns ja auf den Kanarischen Inseln kennengelernt und genau das macht's ja da lernt man halt sprechen, weil man halt, wenn man Interesse hat, mit 'nem Partner zusammen zu sein, dann will man ja mit dem 'ne vernünftige Konversation führen und dann, na ja, dann lernt man halt zu sprechen. Wir haben ja auch in Deutschland nur Spanisch gesprochen, ne? Also, wir saßen zusammen in der U-Bahn und haben zusammen Spanisch geträllert, währenddessen drumherum alle Deutsch gelabert haben in Berlin, ja. Also, wir waren sozusagen Underdog und konnten für uns unseren Kram reden, ohne dass uns einer versteht. Saludos a Caguazú in Paraguay también. No estuvimos. Tienes Manfred que hat sich volver. verspätet. Manfred, du bist wirklich verspätet. Du bist 50 Minuten zu spät. Peor que nosotros Verspätet. la Ist die primera vez. U-Bahn nicht gekommen oder was? Nein, ich weiß ja, dass bei dir keine U-Bahn fährt. So, ja, auf jeden Fall ist das aber, ja, wie soll ich sagen, ja, alles in euch verschuldet und letztlich gesehen, sind wir immer noch on the run. Ach ja, vielleicht noch mal 'ne andere Sache, so ich habe ja immer wieder Stimmen, aber die kommen wahrscheinlich nicht von euch. Wir haben ja immer wieder Stimmen, dass es heißt: „Ja, mit so 'nem T3-Bus." Wir haben so viele Probleme gehabt, aber auch nach 2 Jahren, wir sind noch on the run. Wir haben in einem Monat Jubiläum. Ja, in einem Monat sind wir 2 Jahre unterwegs, also in Südamerika, vorher schon in Europa, auch mit dem Auto. Aber, seit 2 Jahren sind wir jetzt in Südamerika unterwegs und das hält noch. Also insofern, was soll man dazu sagen? Die Kiste rennt. So, wer kam als Nächstes? Grüße aus Bella Vista, Martin Fehner, Travel Smart, Manfred ist da, ihr könnt anfangen. Manfred ist da, ihr könnt anfangen. Ja, wir hatten extra gewartet. Mein Gott, also, ist mir heiß. Salud aus Thüringen, Grüße Stefan. Grüße zurück nach Thüringen. So, und Prost noch mal, ja. Ach ja, was ich fragen wollte, in dem Jahrhundertsommer in Deutschland ist jemand, von euch den Hitzetod gestorben? Also, falls jemand Hitzetod gestorben ist, schreibt doch mal in die Kommentare rein „Ich", damit wir wissen oder da ungefähr 'ne Übersicht drüber haben. Und wie geht's euch in dem Jahrhundertsommer? Ist es, wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ja. So. Que encendiste una pregunta bomba, has hecho, ahora vas. No, yo he preguntado, ¿y alguien en este verano de muertos se ha morido? Cuando sí, se escribe por favor yo en los comentarios. So, Thomas Geisner schreibt, der T3 ist einfach das beste Auto. So ist es. So ist es. Ja, sagen wir mal so. Wir haben hier neben uns einen VW, VW sage ich schon, einen großen Mercedes Sprinter. Viel Platz da drin. Und manchmal, so nach 2 Jahren, denken wir uns so, meine Güte, ja, die können auch mal eine Tür zumachen. So, die können einfach mal eine Tür zumachen und den anderen nicht sehen. Das hat schon seine Vorteile, ja. Aber gut, was soll's. Wir können ja auch aus dem Bus rausgehen, dann kann man noch eine Tür zumachen. Aquí contestan a tu pregunta, pero quería decir a Martin, gracias para la invitación. Cuando estamos en Brasil vamos a comer una pizza a tu casa, con Ja. mucho gusto. Ja, Aber sehr, sehr la gerne. pregunta, ¿tienes la mozzarella? Genau, La Mozzarella, mozzarella. Mozzarella. No la Mozzarella amarilla, la Mozzarella No, pero blanca. blanda. Genau, also den richtigen Mozzarella, ja. Das ist ja übrigens das Problem, also, ey, das muss man ja mal sagen. Das Allergeilste in Bolivien war, es gab wirklich gutes Essen. Irgendwann haben wir uns gedacht, wir essen mal 'ne Pizza, aber wir haben wirklich aufgegeben. Wir machen das nicht mehr. Also, wenn wir Pizza essen wollen, machen wir die selbst. Bisher in Südamerika, also 2 Jahre lang nicht mehr, ne? Unterwegs nicht. Also, wenn's jetzt wirklich Hunger angeht, ja, dann ist es ja egal, dann kann's auch Pappkarton mit irgendwelchem Analogkäse sein, aber normalerweise machen wir den lieber selber. So, was haben wir hier? Da ist jemand Oh, un Neues. montón de cosas nuevas. Aquí Nusso du dice que Twitch. nadie se ha morido. Morgen 9 Grad
Renate, hallo Renate, dich habe ich ja noch gar nicht begrüßt. Ja, das ist ja der Punkt. Deswegen wollte ich ja mal fragen, wir sehen es ja nicht von hier. Wir haben immer nur gehört, dass es der heißeste Sommer seit Aufzeichnung werden soll. Und da hier davon keiner weiß und davon auch nichts mitkriegt und hier alles völlig normal ist, wollte ich mal wissen, wie das so bei euch ist und ob es wirklich in der Familie Hitzetote gibt, die dieses Jahr sozusagen das Zeitliche gesegnet haben wegen 23 Grad um 16 Uhr nachmittags am Mittwoch. So, ein Gruß aus Salzgitter, die Bestellung gilt. So ist das. Beste Grüße aus Potsdam, Sibylle und Mike. Hallo Sibylle und Mike. Ja. Aspetta, ¿cómo se llama? Frank pregunta cuánto vale una membrosidad, creo, una membership in vuestro canal. Ach so, naja, also wir haben, also wegen der Kanalmitgliedschaft, um die Frage nochmal zu beantworten, die hier gerade kam, wir haben 3 Stufen, wir haben jetzt gesagt, No lo sé qué habla. ich glaube schon, Porque escribe en español. Naja, gut. Also ich antworte mal auf Deutsch, sind auf jeden Fall, ich glaube 5,99, 29. Ja, also 3 Stufen sind es. Muss da mal reingucken. Unter Mitgliedschaft, wenn man da auf Mitgliedschaft klickt, dann sieht man das. So. Beste Grüße aus Potsdam von Sibylle und Mike. Was du gerade schreibst, Adventure, dass es in den 90ern wärmer war. Ich kann mich auch daran entsinnen, dass wir als Kind wirklich den gesamten Sommer über im Freibad waren. Also im Freibad. Nee, egal. Den ganzen Sommer über im Freibad waren und das war einfach normal. Und meine Mutter war ja zu Hause, die war Hausfrau so zu der Zeit und die ist mit uns in den Sommerferien jeden Morgen mit dem Auto als allererste dahin gefahren, so wie in Mallorca Decke hinschmeißen, dass man Platz hat. Und dann waren wir den ganzen Tag da schwimmen und sind wieder nach Hause gefahren. Das war völlig normal. Und ich war braun gebrannt, wie ich das in Italien sonst war. Also das gab schon ganz normale Sommer. Also insofern, ich wollte es einfach nur mal hören. Genau. Was gibt es noch an Grüßen? Siana fragt, vendrás a Paraguay otra vez? Genau, Sina Walter fragt. Wir werden, also ich werde nach Paraguay nochmal gehen. Das wird dann auch an eins unserer Auswandern-Videos, weil ich mache mir eine Cedula. Ich bin gerade dabei. Wer das nicht weiß, das ist jetzt vielleicht doch nicht für alle interessant, vielleicht auch doch. Also ich mache mir eine Cedula in Paraguay. Das heißt, diese Cedula dient dazu, dass man einen zweiten Wohnsitz hat in Paraguay und immer das Recht hat, in Paraguay einzureisen und dort auch Geschäfte zu tätigen. Und das kostet nicht viel Geld und das ist einfach zu machen. Und dann hat man eben eine paraguayische Aufenthaltsgenehmigung. Und für diese komme ich in circa 3 bis 4 Wochen nach Paraguay. Wer also Bock hat oder in Paraguay ist, auch in Contacted Roadhouse Bus, schreibt uns einfach mal an. Und dann, kann man sich dort auch gerne treffen. So, was haben wir noch? Schöne Grüße aus Österreich. So. René. So sieht's aus. So, das haben wir auch gemacht. Im Sommerregen, das ist super, super Punkt, Ralf. Sommerregen bedeutet ja im Endeffekt, dass es eben warm war. Aber ist egal, wir gehen vom Thema weg. Ich denke, wir beenden den Live-Act jetzt. Das war schön, das hat echt viel Spaß gemacht. Live-Act sage ich schon, Livestream. Das hat echt viel Spaß gemacht an euch. Habt ihr noch irgendeine spezielle Frage an uns? Irgendwas, wo ihr sagt, komm, das wollt ihr jetzt wissen, darauf können wir nicht warten. Wir werden auch nochmal, ich sag's nochmal vorweg, die Fragen dauern ja immer ein bisschen, bis die kommen. Wir werden auch nochmal ein Question-Answer-Video machen. Also das letzte QA-Video, was wir gemacht haben, ist jetzt 1,5 Jahre her. Das heißt, da bereiten wir euch drauf vor, schreiben wir euch dann nochmal in den Nachrichten, dass das jetzt kommen wird, dieses Question-Answer-Video. Und wer darauf Lust hat, der kann eben dort seine Fragen stellen, auf die wir dann noch ganz dezidiert und genau drauf eingehen werden. Ja, also da braucht ihr auch kein Blatt vom Mund nehmen. Also es war beim letzten Mal sehr lustig und wie gesagt, es wird es geben. So. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Dankeschön, Thomas, für dich auch. Genau, hier gibt es noch Honigdachs. Honigdachs fragt nach unserem Bankkonto. Auch unser Bankkonto ist immer unter unseren Videos drunter. Klick einfach eins unserer Videos an. Klick einfach eins unserer Videos an, eins unserer letzten Videos. Dort ist dann in der unteren Beschreibung der PayPal-Account und eben auch unser Bankkonto drin. Wer darauf Lust hat, kann dort gerne unterstützen. Freuen wir uns natürlich sehr und ja, super lieb von euch. Danke. So,
Schönen Abend aus Österreich, in Bella Vista, Honau, könnt ihr gerne bei uns stehen. Das ist super lieb. Also Jens, ich komme mit dem Flugzeug, weil das Auto transportieren wir nicht nochmal von Peru dahin. Aber wenn wir in der Gegend sind, melde ich mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, auf Kontakt auf Rothausbus könnt ihr uns schreiben. Und wenn ihr in Paraguay seid, ich werde sein in Asunción und in der Kolonie Independencia in Melgarejo bei Villarrica. Und dort sind wir auf jeden Fall, da haben wir Freunde, die wir besuchen und dort, ja, dort vielleicht mache ich noch mal eine kleine. Gut, auf jeden Fall, denke ich, war es das erstmal heute, ne? Sí, saludos a todos. Sonnencreme in Zukunft nicht vergessen. Nee, Sonnencreme ist dabei. Also, ihr seht es ja hier, das ist richtig. Das funktioniert nicht. Ja, auf jeden Fall sagen wir Danke. Ja, danke. Y nos vemos. Has dicho que hacemos vacaciones. Ja, genau. Und 2 Wochen, es gibt jetzt 2 Wochen kein Video von uns. Also nicht traurig sein, wir werden kein Video machen. Wir sagen es auch nochmal nächste Woche mit einem kleinen Post, damit wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, es nicht verpasst. Also, es gibt 2 Wochen lang keine Videos von uns. Wir arbeiten, wie gesagt. Und schön, dass ihr dabei wart. Und schön, dass ihr unseren Livestream euch reingefahren habt. Ja, okay. Buenas noches. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges hier? Heidi Herz. Ciao. So. Saludos. So, wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Tschüss.